So, das Mikro funktioniert? Ja, funktioniert. Vielleicht nochmal ganz konkret, worüber ich jetzt gleich erzählen werde, ist, wo wir halt auch ganz konkret engagiert sind. Das ist ein Quartier, in dem wir tatsächlich sind und nicht für die ganze Stadt, aber wir versuchen daran natürlich Sachen auszuprobieren und da werde ich jetzt quasi einsteigen. Ihr seht hier mal so einen Überblick, so eine Vogelperspektive aufs Quartier. Ihr seht hier gerade auch schon Ähnlichkeiten, wenn die vorhin die Fuchsgebäude gesehen, habe ich schon gesagt, so die oben die ganze Turmstruktur. Wir reden schon wieder über Kasernen. Wir können ja nicht anders, als über Militär und Kasernen in diesen Zeiten zu reden. Das machen wir jetzt an der Stelle wieder. Das ist ein nicht kleines Stück Erde. Wir reden über einen quasi Block, der insgesamt 10 Hektar betrifft. Das ist der Rathausblock. Das ist sozusagen die Quartiersebene, über die wir reden. Das ist kein klassischer Berliner Block, sondern der ist quasi dreimal so groß wie ein normaler Berliner Block an der Struktur ist. Und wir reden über eine Besonderheit an der Stelle, dass 70% der Fläche dieses Blocks auch kommunal noch ist. Und das ist im Wesentlichen auch unserer Arbeit mit zu verdanken. Da werde ich so einen kleinen Parforce-Ritt machen. Ich muss dazu sagen, das wird nicht ganz einfach, das so zu komprimieren. Ich versuche es, weil das geht um 10 Jahre Arbeit, die wir an diesem Grundstück, in diesem Block als Quartiersarbeit in verschiedenen Zyklen und Zuständen gemacht haben, von Bewegungspolitik bis in anwaltliche Planung für die Zivilgesellschaft, jetzt in eine Umsetzung, Entwicklung eines Quartiers kommen. Also ich versuche mein Bestes, aber ich weiß noch nicht ganz, wie gut es gelingen wird. Es ist eine zentrale Berliner Lage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der Bezirk selbst ist schon etwas progressiver aufgestellt, wird klassisch eher links-grün gewählt, hat auch in den Verwaltungsebenen Leute, die sehr viel zugewandter sind gegenüber, ich sage mal, linken Politiken, zumindest in diesem Bereich. Wir wissen auch, dass natürlich auf der Bundesebene zum Beispiel die Grünen ganz andere Politik gerade fahren, wo man natürlich auch Fragen stellen können, aber auf der bezirklichen Ebene würde ich sagen, ist es sehr zugewandt, auch stadtpolitischen Prozessen gegenüber. Zentrale Lage, 3 U-Bahn-Stationen, mehrere Buslinien in der Umgebung. In diesem Rathausblock reden wir über aktuell 1000 Einwohnerinnen im Bestand. Der Bestand ist dann wiederum der private Teil eigentlich, überwiegend privat. Wir reden dann auch über Aktiengesellschaften, die Gebäude besitzen an der Stelle, wo wir auch quasi mietenpolitische Verwerfungen haben. Und wir reden über eine Quartiersentwicklung, die die Einwohnerinnenzahl auf diesen 10 Hektar verdoppeln wird auf 2000 Einwohnerinnen. Und geplant ist im Neubau 470 Wohnungen und Ergänzung durch Gewerbe oder Aktivierung von leerstehenden, denkmalgeschützten Beständen. Und wir haben auch bereits Bestandsmieter. Es ist ein Stadtumbaugebiet mit Förderkulisse. Das macht auch einiges sozusagen, wenn wir über Finanzierung reden. Das macht Dinge möglich und Experimente möglich. Aktuell ist das Dragoner-Areal als ein zentraler Teil dieses Blocks Gewerbegebiet. Das ist nämlich der Teil mit der Kaserne und der war klassisch Gewerbegebiet und da wird jetzt ein neuer gesetzlicher Bebauungsplan gemacht. Also wir reden über eine neue Widmung in der Nutzung. Es ist ein denkmalgeschütztes Ensemble mit Einzeldenkmälern, das heißt doppelter Denkmalschutz, also als Ensemble, als Kasernenstandort, aber auch die einzelnen Gebäude, jedes Gebäude wird angeschaut. Es gibt einen 1000-seitigen Denkmalpflegeplan zu diesem Areal, historisch auch sehr wertvoll, also wer sich dafür interessiert, ist alles auch runterladbar. Wie gesagt, historisch ehemalige Kaserne, mit Pferden berittene Staffeln waren das. Geprägt durch eine automobile Phase als Adlerwerke, das heißt, es war ein Automobilstandort, wurde gebaut, Autos und die Adlerwerke, einige kennen es, die haben auch Schreibmaschinen, Nähmaschinen und solche Sachen gestellt und heute kennt man Adler eigentlich nur noch als Immobilienskandal. Es ist tatsächlich auch quasi der Nachlass dieser Immobilien, daraus ist die Adler Group auch entstanden. Und da wissen einige, die in Deutschland sich mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigen, das ist ein großer, guter Fail in der Immobilienentwicklung. Wir reden über Leerstand und Investitionsrückstau. Ich fange jetzt mal an, so die Kunst der unterschiedlichen Darstellungen im Stadtraum, was so Karten betrifft. Da mich mal so ranhangeln, das werden noch die ersten Folien sein, um ein bisschen was an Geschichte zu erzählen. Das ist so quasi der Blick auf den Rathausblock mit dem zentralen Dragoner-Areal als Kasernengelände. Es sind mehrere Stallriegel. Nicht alles davon existiert noch. Ein Teil ist durch Krieg etc. zerstört worden, aber ein großer Teil dieses Kasernengeländes steht noch. Das ist einer der Blicke, wenn man den nächsten nimmt.
Ist auch so ein bisschen Denkmalschutz, der guckt auf die Phasen der Gebäude, wann sind sie entstanden, also unterschiedliche Phasen. Wir können jetzt hier auch zum Beispiel mal an der Karte sagen, was wann ist. Das ist sozusagen eben der historische Teil. Hier ist noch eine Mauer aus dem historischen Teil, deswegen ist das jetzt auch so gemalt. Ansonsten reden wir hier über sehr viele historische Phasen sozusagen in der Ursprungsentwicklung von dem Kasernengelände. Hier ist das Finanzamt Kreuzberg gerade drin, das Mannschaftsgebäude, was ihr gesehen habt, was der Fuchs so ähnlich aussieht. Und so guckt dann so ein Denkmalschützer mit unterschiedlichen Phasen drauf. Der nächste guckt hier drauf. Ich weiß nicht, ob euch die Darstellung was sagt. Das ist sozusagen eine Darstellung der Bodenpreise. So, ne, also da guckt der nächste so. Das ist sozusagen so die Killer der Stadtplanung und Architektur, der Bodenpreis und die Geschossflächenzahl. Das ist sozusagen, was kann man entwickeln und was kostet uns dieser Boden. Das sind so, die Planer gucken dann da noch mit drauf. Das ist die Darstellung, die uns am nächsten ist. Lagerplatz. Warum? Kommen wir mal zu uns. Utopien lagern. Also für uns war es in erster Linie eine Projektionsfläche für einen politischen Kampf in der Stadt und einen Ort, auch ein Unort und unentdeckter Ort, warum wir gesagt haben, hier können wir uns mal einbringen an dieser Stelle und links und rechts auch so ein paar rechts so ein Plakat aus unserer Zeit in dem politischen Kampf, jetzt mittlerweile ein Buch, was sich sozusagen mit kooperativer Stadtentwicklung und das Zaudern um Gemeinwohl quasi beschäftigt, auch in diesem Jahr entschieden. Eine Broschüre, die sich um die Demokratisierung des Wohnraums quasi beschäftigt hat. Rechts eine, die sich mit der Frage der Gemeinwohlflächen beschäftigt hat und dann verschiedene Forderungen, die wir an dieses Grundstück in einer gewissen Phase angelegt haben. Das ist noch eine andere Karte. Wir würden manchmal sowas eher so darstellen, ein bisschen netter. Das ist jetzt sozusagen nicht eine klassische Karte, die städtebauliche Einbindung. Hier kommen wir jetzt zu dem Neubauplan, das ist dann die nächste Karte. Also da sieht man, wie viel auch verändert wird und entwickelt wird. Wir reden über den Wohnungsbau an der Stelle. Also hier, wir reden über eine Gewerbeentwicklung. Wir reden über Reaktivierung von Bestand bis hin zu Kita, Standort, Jugendfreizeit, Kulturentwicklung, Erweiterung von Verwaltung, Erweiterung auch hier im Verwaltungsbau, das ist übrigens das Rathaus, das ist direkt bei uns im Grundstück, das macht es auch super interessant für politische Aushandlungen, weil der Stadtrat quasi 3 Meter weiter sitzt, ist nicht unrelevant. Und jetzt vielleicht einmal mal so der Parforce-Ritt, wo wir eigentlich angefangen haben. Das ist nochmal eine andere Darstellung und da seht ihr eigentlich im Grunde, das ist eine Aktivitätskarte von Aktivitäten, wie wir am Anfang mit diesem Grundstück umgegangen sind. Also wir haben verschiedene Sachen gemacht, um etwas zu verhindern oder vielleicht zu ermöglichen. Und das ist das, wo wir eigentlich heute sind. Also wir hatten mit diesem Grundstück, das war eine Bundesimmobilie, haben wir heute schon gehört, das ist ja auch hier relevant, Bundesimmobilien. Diese Bundesimmobilie sollte privatisiert werden. Und da gab es einen ersten Privatisierungsversuch rund 2011, 2012. Ein Hamburger Investor wollte sich das Ding unter den Nagel reißen, eine Beziehung herstellen. Ne? Ja. So, das ist sozusagen ein Verweis auf Hamburg. Übrigens, ihr wart auf dem Urbanize vor 9 Jahren, ich war auch da, jetzt ist mir das eingefallen, weil wir uns gefragt haben, wo haben wir uns denn schon gesehen? In Wien. Genau, also 2011, 12 war der erste Privatisierungsversuch, da ist die erste Initiative entstanden, die hat sozusagen erstmal gesagt, was ist denn das hier für ein Grundstück? Man muss sich das so vorstellen, dass ein großer Teil dieser Nachbarschaft überhaupt keinen Zugang, kein Gefühl für dieses Grundstück hat. Und das hat was mit der Kasernenform zu tun, das hat mit der abweisenden städtebaulichen Figur zu tun, das hat damit zu tun, dass wenn was sich abspielte, am Rand abspielte. Und wir können heute noch Nachbarinnen fragen, wenn sie mal das erste Mal da sind, ob sie das überhaupt vorher kannten. Wenn, dann kannten sie es vielleicht schon aus der Presse und sie sind als Nachbarin vielleicht noch nie drauf gewesen. Und das ist auch eine besondere Situation für dieses Grundstück. Da war die erste Initiative, die das thematisiert hatte, als es um diese Investorengeschichte ging. Das ist, da steht die Hamburgerin nicht, an dem Investor gescheitert, der hat dann doch nicht so viel Kohle. Danke. Und an politischen Auseinandersetzungen. Also auch der Stadtrat, der damalige, hat auch Veranstaltungen organisiert, in denen er symbolisiert hat, dass es nicht ganz so einfach wird mit dem, was der Investor sich vorstellt. Dann war die Nullstelle für uns. Also das ist auch so ein Aufruf zu schauen,
Wo kann man aktiv werden? Die Nullstelle bestand darin, erster Privatisierungsversuch gescheitert, wir kriegen das mit unserer politischen Awareness irgendwie hin, zu sehen, da ist ein Potenzial, haben uns formiert und das war das erste Mal, als irgendein Akteur gesagt hat, Modellprojekt. Es kam nicht von der Stadt, sondern es kam von uns als eine Figur, eine politische Figur, in etwas reinzugehen, eine Selbstbehauptung herzustellen und zu sagen, wir wollen jetzt hier ein Modellprojekt. Das ist sozusagen das politische Agieren im Stadtraum, arbeitet mit Behauptungen, Selbstbehauptungen. Und da haben wir die ersten Forderungen halt formuliert und dann ging es los mit Aktivitäten. Die Aktivitäten bestanden damit, Investorenbesichtigung zu stören, in den Gremien dabei zu sein, Demos zu organisieren, politische Arbeit zu machen. Alles gegen eben diese Privatisierungsanliegen, die von Bund damals kamen. Ihr seht jetzt hier einige Bilder, ich hoffe, es geht einigermaßen. Das ist wie gesagt zur Investorenbesichtigung, Demonstrationen im Kiez, Stadtteilfest, auch mal eine Besetzung in einem der Räume. Einfach einen Garten aufgebaut, ohne jemanden zu fragen. Wir haben da mal so einen Euro als Gebot in der Nähe des Kuhdamms zur BIMA damals gerollt. Es waren teilweise sehr kleine Aktionen, die aber viel Aufmerksamkeit erzeugt haben und eben dann auch zu etwas führten. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Die führten dazu, dass wir den Bezirk überzeugen konnten, gegen diese Privatisierung vorzugehen. Okay, ich habe hier irgendwas gedrückt, gegen die Privatisierung vorzugehen. Wir konnten das Land überzeugen, dazu auch nochmal, wie sich politischer Wille auch bildet. Also das Land hatte bis dahin schon eine Auseinandersetzung um die Privatisierung der eigenen Grundstücke und ist zur Abkehr gelangt im Sinne von, wir wollen nicht mehr privatisieren. Das war auch eine Vorarbeit von vielen Initiativen, auf die wir mit aufgesprungen sind. Also das ist sozusagen dieses Vernetzte in einer Stadt, wie unterschiedliche Akteure agieren. Und wir haben dann auch gesagt, wenn ihr im Land so weit seid, dass Privatisierung nicht mehr en vogue ist, dann müsst ihr euch auch im Bund dafür engagieren, dass die Privatisierung nicht mehr en vogue ist. Und in diesem Fall ist es tatsächlich gelungen, in der letzten Instanz mit viel Überzeugungsarbeit, E-Mail-Kampagnen, die bis in den Bundestag besprochen worden sind, eben dem Bundesrat am Ende, und da sieht man es noch den damaligen Finanzminister Kollatz, zu überzeugen, mit einer Mehrheit gegen die Privatisierung zu stimmen. Und das war ein Novum an der Stelle. Und das war sozusagen unser Einfluss bis dahin. Wir als vernetzte Zivilgesellschaft vor Ort, das war eine ziemlich lockere, unterschiedliche Initiativen. Wir kommen aber noch zu unterschiedlichen Aggregatzuständen, also zu meinem eigenen Aggregatzustand komme ich dann auch nochmal, die Zusammenstelle. Bis dahin war ich aber im Campaigning, sage ich mal, und ich sage mal, das ist auch eine Erzählung von Kampagne zu Gestaltung und Design. Das sind unterschiedliche Modi, beide haben ihre Berechtigung, aber etwas in die Hand zu nehmen, gestalten, ist etwas total anderes als singulär politische Kampagnen zu machen, auch von dem Rhythmus her. Und wenn mein Aggregatzustand bis hier eben Kampagne. Und jetzt vom Konflikt zur Kooperation. Es ist gelungen, die Privatisierung abzuwenden und ihr hattet im letzten Jahr, glaube ich, das Haus der Statistik auch hier. Das fällt in dieselbe Phase. Es ist so wie so ein Schwesterprojekt, so ein Ping-Pong, in dem dann quasi auch klar war, okay, das wird kommunalisiert, das Grundstück, im Sinne von, es geht zum Land Berlin. Und dann fingen andere Konflikte an. Passend. Der Blitz ist übrigens ein Blitz über dem Rathaus, gerade so nochmal so Glück gehabt. Ja. Und zwar ging es dann los, das Land Berlin kam dann so in die Nähe der Grundstücksübertragung und der Verantwortung und wollte uns dann verkünden, wie es jetzt quasi mit diesem Grundstück weitergeht, während wir eigentlich schon eigene Vorstellungen, sprich Modellprojekt hatten. Und da kam dann eben die klassische Beteiligung mit rein. Es ist ja auch quasi dann Sanierungsgebiet geworden. Die Förderkulisse, die ich meinte, das ist jetzt schon ein Nachfolger von dem Sanierungsgebiet, weil ein Privater hat das Sanierungsgebiet damals weggeklagt. Jetzt sind wir in einem Stadtumbaugebiet. Was sagt meine Zeit? Super, gut. Und da sollte uns verkündigt werden, dass sozusagen einfach die Wohnungsbaugesellschaften kriegen jetzt mal dieses Grundstück. Und das passte überhaupt nicht zu unseren operativen Vorstellungen, wie man so ein Projekt angeht. Also uns ging es nicht darum, das vielleicht nochmal zur Abgrenzung,
Wir befinden uns nicht in dem Projektmodus, dass wir sagen, wir machen diese Häuser selbstverwaltet oder wie auch immer, sondern in dem Modus, dass wir ein Quartier versuchen, als Zivilgesellschaft stark zu beeinflussen. Das ist die Versuchsanordnung, in der wir uns bewegen und da auch Erfahrungen sammeln. Und das hat uns nicht gepasst, also dass da so der Staatssekretär oder damals schon Senator, ich weiß es nicht, da gab es ja so einen politischen Wechsel, das verkündet hat und wir dann gesagt haben, passt nicht zu unseren Vorstellungen. Wir haben auch eigene Stellungnahmen zur Eigentumsübertragung, wie wir uns das besser vorstellen. Also wir haben, das ist ja sozusagen was anderes als Kampagne, hatte ich schon gemeint, wir haben uns tatsächlich auch klassisch damit beschäftigt, was eine Verwaltung eigentlich macht in dem Moment und warum sie bestimmte Entscheidungen trifft und haben fachlich auch zugearbeitet und gesagt, es gibt vielleicht auch eine bessere Lösung. Und das hat sich übrigens durchgesetzt, unser Vorschlag. Also wir haben eine andere Zuordnung von Vermögen. Also wir reden hier gerade schon über strategische Elemente in der Stadtentwicklung. Ist es gut, dass etwas da aufgehoben ist oder da oder beim Bund oder bei der Gemeinde? Unsere Lösung hatte sich quasi so einigermaßen durchgesetzt. Wir hatten gesagt, es geht in ein bestimmtes Vermögen. Und der Konflikt, der führte aber dazu, dass wir gesagt haben, so nicht weiter. Es gab eben diese Veranstaltung, dann eine Werkstatt. Bei der Werkstatt sollte dann die Bedingung für die Wohnungsbaugesellschaften ausgehandelt werden. Wir sind sozusagen kollektiv in einen anderen Arbeitskreis reingegangen und gesagt, wir arbeiten an einer Kooperationsvereinbarung. Und dem blieb nichts anderes, als das auch mit zu registrieren. Weil das eine ist so Bedingungen für die Wohnungsbaugesellschaften mitgeben, die das dann entwickeln. Das andere ist, der größte Teil geht aber in einen anderen Arbeitskreis. Hier stimmt was nicht. Und dann haben 1,5 Jahre quasi Verhandlungen um eine Kooperationsvereinbarung mit unterschiedlichsten Schwierigkeiten quasi eingesetzt, die bis heute im Wesentlichen quasi ein Beteiligungsdesign enthält, was von der Zivilgesellschaft selbst auch mit eingebracht worden ist, wie wir eigentlich untereinander dieses Stück Land verhandeln. Also das war unser strategischer Einsatz. Es ist ein Idealbild, es ist eine Figur, mit der wir arbeiten können, es hat alle seine Haken und Ösen und man weiß, politische Macht legitimiert sich schon auch noch woanders als in unseren Vor-Ort-Arbeitskreisen mit der Kommune zusammen. Also es spielt schon auch noch eine Rolle, aber immerhin gab es dann eine Kooperation oder gibt es bis heute zwischen eben, und da kam ich dann her, Vernetzungstreffen Rathausblock. Heute bin ich da nicht mehr Mitglied, sondern kommen wir gleich zu dem anderen Aggregatzustand. Zwischen dem Vernetzungstreffen Rathausblock, dem Forum Rathausblock, was eine offene Beteiligungsstruktur ist, und den wesentlichen anderen Akteuren, das heißt Senatsverwaltung, Bezirk, Finanzverwaltung, die BIM als Verwalter des Eigentums, die ist für das Land Berlin sozusagen, also nicht verwechseln mit BIMA, Bundesimmobilienanstalt für Immobilienaufgaben ist auf Bundesebene, die BIM ist auf Landesebene für Fachvermögen oder für Sondervermögen zuständig und die ist mit dabei und die zukünftige Wohnungsbaugesellschaft, die da realisieren wird. Und da sitzen wir sozusagen und gestalten eigentlich den Prozess zu dem Areal. Und ich hatte schon gesagt, wir arbeiten dann mit Behauptungen und Behauptung heißt auch, was es braucht. Und wir haben damals zum Beispiel gesagt, und jetzt kommen wir zu dem jetzigen Aggregatzustand, wir brauchen quasi eine Figur, die Zivilgesellschaft unterstützt, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nicht einfach, wir sitzen da vor so einem Apparat, hauptamtlich agierender Akteure. Wir haben gesagt, so, wir brauchen auch eine eigene geförderte Struktur und das ist halt die Zusammenstelle, die in erster Linie anwaltlich für die Zivilgesellschaft Anliegen in diese verschiedenen Verfahren reinbringt. Und das ist schon auch eine Besonderheit und sie ist auch gefördert als Struktur und hat auch Angestellte, die auch zugegeben, das ist sehr prekär, weil es immer auch so Jahresscheibenförderungen sind, macht es nicht einfach, aber die dann eben diese Anliegen eben versucht mit reinzubringen. Und jetzt komme ich zu dem letzten Part, was machen wir da so? Was sind da so unsere Raumstrategien? Ihr seht hier, ein Ort im Hintergrund ist unsere Anlaufstelle. Wir haben schon von früh gesagt, so, wenn wir so eine Quartiersentwicklung haben, wir brauchen ein sichtbares Landmark, ja, um mal so einen Investorenbegriff oder so einen komischen Stadtbegriff zu nehmen, wo wir sichtbar sind, wo wir sein können. Das ist die Anlaufstelle, das ist ein Container, den wir umgenutzt haben. Der stand vorher für das Exilmuseum als Ausstellungselement an einem Ort, den haben wir da hingebracht und das ist jetzt unsere Anlaufstelle. Und hier noch ein ganz besonderer Ort, das war unser Anfang. Noch bevor die ganze offizielle Beteiligung kam, haben wir uns 2 Garagen noch bei der BIMA gesichert.
Und die waren sozusagen unser erster Veranstaltungsort und nicht mehr. Das war das, was wir in der Hand hatten. 2 Garagen waren unser Ort für Veranstaltungen, Diskussionen, Aktionen, Materialien, Bob. So. Die haben wir heute noch. Heute hat ein Jugendverein da Materialien für seine Arbeit drin. Und wir sind dann aber auch zu anderen Dimensionen gekommen. Das ist der Kiezraum. Das ist eine ehemalige Pferdestätte. Ihr seht schön, wunderschön diese Gewölbegeschichten. Und strategisches Element, Behauptung ist, für Beteiligung, fürs Mitmachen braucht es Raum. Und das haben wir sozusagen sehr früh in einem Beteiligungsverfahren deutlich gemacht. Also ihr müsst euch so vorstellen, Sanierungsgebiete ist eine besondere Kulisse. Da werden vorbereitende Untersuchungen gemacht. Wir waren bei den vorbereitenden Untersuchungen, bei den Veranstaltungen, haben gesagt, so, das Erste, was ihr jetzt anfangt hier, ist ein Raum. Damit Beteiligung gelingen kann, brauchen wir einen Raum. Und das war auch eine der ersten Sachen, die der Bezirk mit umgesetzt hat. Den Raum gibt es heute, ist saniert worden, wird von sehr unterschiedlichen Gruppen auch über nachbarschaftliche und Beteiligungsanliegen hinaus quasi genutzt. Sagen wir mal so von Antifa bis Architektenkammer, so ungefähr. Ja. Weitere Geschichte ist sozusagen die Beeinflussung des Verfahrens selbst. Also dann fangen die Untersuchungen an für, was kommt denn in Zukunft. Es werden eben, wenn man mal so guckt, da oben so Untersuchungen gemacht, Bau- und Nutzungsanforderungen für die Entwicklung. Also was legt man eigentlich an ans Quartier, was will man haben. Wir haben dann eben eine eigene Figur für die Gemeinwohlflächen mit reingebracht und eine eigene Untersuchung, die ist auch unterstützt worden. Wir haben gesagt, so für Gemeinwohlflächen braucht es auch etwas. Das ist ausgearbeitet worden. Und wenn ihr jetzt nochmal zurückguckt, dann findet sich diese Ergebnisse dann auch hier wieder. Ne? Das ist dann so, alles klar, am Ende, wenn die Baunutzungsanforderungen definiert wurden, wenn der Städtebau erarbeitet wird, dann findet halt da Fläche statt, die auch gemeinwohlorientiert ist. Und das ist sozusagen unser strategischer Einsatz in der Planung, in der Gestaltung, reinzugehen in diese Arbeit und auch Bedarfe mitzuformulieren. Andere Strategie ist ein Pilotprojekt zusammen mit dem Bezirk, in dem wir sozusagen einen Raum für quasi Stadtgestaltung, eine Halle geöffnet haben. Die erste Öffnung dieser Halle fand statt und das ist auch so ein bisschen verschlungen. Wir hatten gesagt, wir brauchen den Kiezraum als Beteiligungsinfrastruktur, der ist saniert worden. Dann kam das städtebauliche Werkstattverfahren, der Kiezraum war in der Sanierung und haben gesagt, wir brauchen einen anderen Raum. Und da haben wir den das erste Mal aufgemacht. Das ist so, wie wir gearbeitet haben, gibt es ein Problem an einer Stelle, muss es hinkanalisiert werden an neue Räume, so war unsere Praxis. Und deswegen ist die Halle geöffnet worden das erste Mal und dann eben auch weiter bespielt worden. Wir werden sie nochmal verlassen müssen, weil sie als Drehscheibe quasi für Gewerbetreibende fungiert. Anderes Ding ist, ich habe schon gesagt, es gibt viele Leerstände. Dann haben wir gesagt, naja, diese Leerstände müssen untersucht werden in einer Potenzialstudie, um mal zu definieren, was da überhaupt passieren soll. Das hat sich der Bezirk zu eigen gemacht, hat die Potenzialstudie halt auch aufgelegt. Und wir haben am Ende zugearbeitet. Und was haben wir genommen? Alle Nutzungen, die wir im Grunde schon mal auf dem Grundstück haben, haben wir mal so zusammengefasst. Und das war am Ende eine Grundlage für quasi diese Untersuchung, was passiert in den Beständen. Das heißt, dieses Erproben, Ausprobieren kann quasi eine Möglichkeit sein, eben die längere Perspektive mitzudefinieren. Und da haben wir das in Form von Steckbriefen gemacht. Und das waren konkrete Nutzungen, die wir immer wieder zwischendurch auf dem Grundstück ermöglicht haben, durch Aushandlung. Und am Ende landet das dann eben, wie gesagt, mit in diesen Planungen. Das ist aus der Potenzialstudie. Gesagt so, okay, eigentlich gibt es schon wieder viel zu viel. Aber so ist der Einsatz an der Stelle. Das ist auch aus der Potenzialstudie. Wir haben links war eine Erprobung, da ist so ein Parkplatz gebaut worden für die Stadt. Das ist zusammen mit einem anderen Kollektiv. Das konnten sich diejenigen, die Potenzialstudie gemacht haben, anschauen. Und wir haben dazu gearbeitet, gesagt, so, es könnte eine Werkhalle werden. Und am Ende ist sozusagen auch da mal so ein Entwurf skizziert worden für eine Werkhalle. Und da gehen wir jetzt auch weiter. Und das ist jetzt die Phase, in die wir jetzt sind. Was wir jetzt machen, ist radikal das Grundstück nochmal durchkämmen auf alle möglichen Nutzungen, die quasi nochmal probiert werden können während einer Planungs- und Umsetzungsphase. Und das ist das Entscheidende. Also da stehen wir jetzt, das Durchkämmen, Initialnutzung durchzugehen. Und das ist unsere Arbeit. Wir gucken jetzt alle Situationen nochmal dieses Grundstücks an. Das ist was passiert. Und versuchen da mal Ideen zusammenzufassen, beziehungsweise auch die Schwierigkeiten mit dem Planungsprozess abzugleichen.
wann sind eigentlich Zeitfenster für eine Nutzung, wann nicht. Und das werden wir quasi an den verschiedenen Standorten machen. Da ist jetzt nochmal der Parkplatz vom Rathaus. Hier gibt es so Garagen, ehemalige. Das ist nochmal unsere schöne Garagenzeile mit der Plangarage. Das ist eine ganz kleine Situation, das ist so ein Tankzusatz an der LPG, ein Bio-Supermarkt, der da ist. Die Ahlehalle Stadtwerkstatt, da habe ich schon gesagt, naja gut, wir müssen jetzt nochmal raus. Das heißt, die Arbeit besteht daran, eine Alternative nochmal sich anzuschauen. So, das ist schon die letzte Folie. Ich hoffe, wir sind noch alle wach. Vielleicht noch mal ein, zwei Learnings sozusagen. Ich glaube, wenn man sich in so eine Quartiersentwicklung begibt, ist es wichtig, Sichtbarkeit herzustellen, also eine Anlaufstelle zu schaffen, sei sie noch so klein. Wie gesagt, unsere Plangarage ist das Beispiel. Was wir sozusagen gelernt haben, ist so ein bisschen mit der Planung zu wachsen, auch Rückschläge zu arbeiten, mit Rückschlägen zu arbeiten, zu verarbeiten, die Planungsinstrumente zu nutzen, um Bedarfe auch tatsächlich zu formulieren. Wichtig ist, glaube ich, eine gewisse Wachheit immer wieder, sozusagen, was sind Fehlstellen, wo ist ein Vakuum, wo können wir in solche Prozesse mit reingehen. Ich finde, auch mit der Verwaltung, diese Nutzung auch in einem so langwierigen Prozess, also wir reden hier über 10 Jahre von so einem Grundstück, ne, sind ein Motivator. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass die Verwaltung immer nur Freude an so einem Prozess hat, aber auch Freude entwickelt, das ist meine Erfahrung, wenn sie sieht, es ist nicht langweilig, mein Gegenstand. Ja, da ist Leben sozusagen und das ist auch ein Motivator aus Erfahrung für die Verwaltung, im Sinne von, das, was ich mache, hat auch jetzt schon einen Sinn und nicht erst in 10 Jahren, wenn die Gebäude stehen. Ja, das ist sozusagen auch eine gute Geschichte. Erprobung schaffen, halt Beispiele für die Umsetzung ist ein Learning. Die planungsbegleitende Nutzung kann auch Akzeptanz schaffen. Also wir waren als Initiativen immer schon für den Neubau. Und der eine oder andere weiß, es gibt aber auch das Gegenteilige. NIMBY als NIMBY verschrien, not in my backyard, was manchmal Sinn macht, manchmal nicht. Und das kann aber auch Akzeptanz schaffen und gerade hier für einen sozialen Wohnungsbau. Und meine Aufforderung wäre durchaus, sich zu überlegen, und das ist natürlich auch eine Frage des Aufwands, rein in diese verschiedenen Pläne, die Bedarfe artikulieren, auch für euch in euren Netzwerken sozusagen, zu sagen, okay, die Stadtentwicklungspläne werden nicht von uns gemacht oder die Quartierspläne werden nicht uns gemacht, die Quartiere nicht ohne uns, es braucht Quoten oder Ankerpunkte und da so ein bisschen auf die Logik einer Verwaltung mit einzusteigen und zu sagen, so die Bedarfe müssen formuliert werden, müssen mit rein und das muss ja auch nicht nur langweilig passieren. Also im Sinne von runder Tisch und Gremium, sondern vielleicht auch aktionistisch, wie auch immer. So, ich hoffe, das war in der Zeit. Vielen Dank, Enrico Schönberg. Ich sehe, da gibt es schon die erste Frage. A, wer soll das realisieren? B, was ist ungefähr so das geschätzte Investitionsvolumen? C, wo ist so die Budgethoheit? D, wer wird so darauf achten, dass die Nutzungsvereinbarungen auch eingehalten werden? Und über welchen Zeitraum reden wir? Und ich schließe daraus auf der Verwaltungsseite, das sind städtische Beamte oder sind das outgesourcete Stellen, die euch da gegenüberstehen? Okay, bei welcher Frage frage ich jetzt von hinten und Frage dann müsst ihr mich 1 nochmal war- daran erinnern. Also wir reden natürlich über unterschiedliche Akteure, die am Tisch sitzen. Wir reden über klassisch in der Verwaltung arbeiten, wir reden aber auch über Akteure, die quasi landeseigene Aufgaben übernehmen. Also bei der BIM oder WBM sind es ja GmbH-Strukturen, die entweder Vermögen verwalten oder eigenes Vermögen haben als soziales Wohnungsbauunternehmen oder kommunales Wohnungsbauunternehmen. Und wir reden natürlich über, ich sag mal so, nicht eine kleine Beteiligungsindustrie. Ja, also es sind viele Ausschreibungen und solche Sachen, die gemacht werden, die vor dem Hintergrund der Förderkulisse natürlich möglich werden. Die können wir auch nicht ersetzen bei so einer Quartiersentwicklung. Das kann man nicht naiv sein, das sind Leistungen, die erbracht werden, dass ich auch lernen muss, sozusagen, die man auch in gewissem Grad akzeptieren muss, weil Selbstverwaltung, du hast es vorhin auch gesagt, Skalierung ist ein Punkt. Ich würde sagen, ein anderer Punkt ist aber nicht zu unterschätzen, welches Wissen sich in kommunalen Institutionen, Akteuren versammelt, was man nicht selber aus sich heraus generieren kann, wo du bei der Frage vorhin warst mit Nachfolge. Da muss man sagen, eine Kommune hat zumindest eine Nachfolge für Wissen und generationsübergreifend Wissen auch zu speichern. Das heißt, es ist total wichtig.
Andere Fragen, Finanzbudget Gesamt kann ich hier gerade nicht sagen. Wir haben ja auch weglaufende Baukosten etc. Wir reden schon über ein Investitionsvolumen von wahrscheinlich über mehreren 100 Millionen sogar. So, aber die Zahl nagelt mich nicht fest. Sozusagen ist auch nicht meine Aufgabe an der Stelle. So, das ist sozusagen dann die Wohnungsbaugesellschaft, die was realisieren müssen, das machen. Nutzungsvereinbarungen, unterschiedliche Stati. Wir reden ja über ein ganzes Quartier. Es ist klar, dass der Boden in erster Linie kommunal oder bei Landeseigenen bleibt. Wir werden auch eine Genossenschaft an dem Grundstück beteiligen. Da haben wir auch eine Arbeit geleistet, um das zu behalten, diesen Teil. Das sollte nämlich auch abgesägt werden. Das ist auch unsere Aufgabe, zu korrigieren und dann auch gegebenenfalls innerhalb eines Verfahrens auch nochmal Protest zu organisieren. Wir werden auch über Nutzungsvereinbarungen reden. Ja, also der Kiezraum zum Beispiel ist bei der BIM. Der Bezirk hat einen Mietvertrag darüber und der gibt den Vertrag jetzt an einen Verein weiter, der sich dann wieder im Vereinsleben organisiert. Also wir werden sehr unterschiedliche Dinge haben. Ich weiß nicht, welche Frage ich jetzt vergessen habe, bestimmt 2. Ja. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Erschlagen. Da ist eine. Ja, trotzdem nochmal, wie habt ihr euch organisiert? Also Ja. wer hat wie welche Entscheidung getroffen, in welchen Art von Strukturen? Das macht es jetzt auch wieder schwierig mit der Komplexität des Grundstücks. Also wir haben immer noch ein sehr frei flottierendes Netzwerk an unterschiedlichen Initiativen und Vereinen, die sich da bewegen, zum Beispiel auch in dem Kiezraumverein versammeln. Was die Zusammenstelle betrifft, haben wir einfach einen alten Verein recycelt, der in der Lage war, quasi auch Förderung anzunehmen. Den gibt es dann bis heute, sozusagen seit 5, 6 Jahren ist die Struktur dafür. Wir sind aktuell nicht in der Position, selbst Immobilien zu übernehmen. So, wir haben zwar Mietverträge teilweise als Verein, aber wir sind nicht in dem Status, kann sich aber ändern. Also wenn man den Vergleich zum letzten Jahr nimmt, da ist das Haus der Statistik nämlich zentral anders eingestiegen, hat gesagt, wir wollen selbst Projektentwickler werden. Das war nicht unser Einstieg, wir kamen eher so aus diesem krautigen Initiativenkram. So, und bei anderen Sachen ist es einfach so Kooperationsprojekte, wo wir teilweise auch mit dem Bezirk zusammen, der Bezirk ist halt der Raumnehmer und Mieter, aber wir machen mit dem Bezirk zusammen und das heißt aber auch, und das ist ja auch eine Fehlstelle, der Bezirk kann nicht alles ausfüllen. Das heißt sozusagen bei Raum und Raumkuratierung, der Bezirk möchte etwas und wir möchten etwas, kommen wir auf einmal eine starke Rolle, weil der Bezirk das selbst gar nicht erledigen können. Und das macht uns möglich, auch viele unterschiedliche Nutzungen in den bestehenden Möglichkeiten noch unterzubringen. Und damit arbeiten wir und es gibt natürlich manchmal auch Konflikte, die von außen reingetragen werden, wenn bestimmte Veranstaltungen politisch thematisiert werden. Aber das ist, glaube ich, nicht ein Konflikt, den nur wir, weil wir nicht privat sind, austragen müssen, sondern auch viele private Clubs haben mittlerweile Konflikte aufgrund, welche Veranstaltungen habt ihr, welche nicht und so weiter und so fort. Also da sind so ein bisschen unsere Punkte, die wir machen, aber nicht als Träger des Raums selbst, außer beim Kiezraumverein, da sind wir auch Teil davon. Danke. Vielleicht eine kurze letzte Frage noch, falls jemand eine hat und sonst, da ist eine. Ein bisschen mit dem Licht, ah ja, da. Ich würde gerne nur noch mal kurz die Frage von vorne wiederholen. Was für einen Zeithorizont hat dieses Projekt? Also Ja. gibt es ein Ablaufdatum oder Ein Ablaufdatum, oh zum ja, Beispiel? das steht ja schon seit 1860. Nee, also wir haben jetzt sozusagen dieses neue Baurecht, das soll 2026 da sein, dann soll es eben Neubau geben. Dann reden wir über teilweise aktuell Bestandssanierung für die Gewerbetreibenden in einem Teil dieses Denkmals. Also es gibt ja ein paar Gewerbetreibende, die schon etwas nutzen. Das soll auch im nächsten Jahr, im nächsten Jahr starten. Und bei einigen Gebäuden ist noch ein bisschen unklar, gerade bei den Bestandsgebäuden, die jetzt noch nicht einen ganz klaren Nutzer oder Nutzerin haben. So, und da werden auch erstmal Voruntersuchungen gemacht, also auch, wie sieht es eigentlich aus mit energetischer Sanierung von diesen Gebäuden. Das heißt, wir reden schon noch über einen Jahrzehnt Entwicklung, würde ich sagen. Ja, wenn nicht noch mindestens 7 Jahre, würde ich sagen. So, wenn einzelne Abschnitte realisiert werden sozusagen und der Wohnungsbau soll dann mit dem Bebauungsplan anfangen. Und dann kannst du nochmal 2 Jahre rechnen, bis die ersten Wohnungen dann stehen. Das heißt 28 oder 27 vielleicht. Also es ist eine lange Perspektive, das ist nicht so das Initiativending, ne? Du hast noch? Es gibt eine ganz kurze Frage. Jetzt ist noch was. Also
Dass ihr im Interesse der Quartiersentwicklung arbeitet, das ist mir vollkommen klar. Aber könnte man sagen, ihr seid Auftragnehmer des Bezirkes? Weil ihr macht ja Das was ist ganz interessant, die Konkretes, Frage. oder? Die ist gut, die Frage, weil wir werden finanziert vom Bezirk. Wir werden, also die Zusammenstelle selbst, wir werden finanziert von dem Bezirk, aber finanziert werden heißt ja nicht keinen eigenen Willen haben. Ne? Also das ist ja sozusagen, da ist sozusagen unser Projektauftrag ist für die Zivilgesellschaft zu arbeiten, das ist unser Projektauftrag. So, das leistet sich die Kommune an der Stelle und ich finde, das ist ein interessantes Experiment und da würde ich auch, ich habe mitgekommen, ist ja auch Uni und so am Start. Ich finde so diese Figuren, wenn man in den amerikanischen Raum mal schaut, Community Design Center etc., super interessant. So, und da ist es auch unterschiedliche Finanzierung, aber es ist eine Form der anwaltlichen Planung und dass das experimentiert gewagt wird, ist jetzt auch nicht ferner liefen, dass es ausgerechnet in Kreuzberg sozusagen passiert, weil diese Auseinandersetzungen schon in den 70er, 80er Jahren gab und die kamen aus der Gemeinwesenarbeit. Ja, da war es eher die Frage, wie können wir eigentlich mit Gemeinwesen arbeiten, ein Ohr an der Straße haben für eine Stadtplanung. So. Und das ist sozusagen auch da schon eine Theoriediskussion gewesen oder vielleicht auch teilweise praktisch, gerade bei der Entwicklung von behutsamer Stadt etc. Das sind alles Figuren, die da auch schon entstanden sind. Insofern würde ich uns am ehesten da verorten, zu sagen, starker eigener Wille, ja, Finanzierung von der Kommune, aber wir haben auch gemeinsame Interessen, das kann man ja nicht, ne? Also das kann man nicht immer negieren, dass das so nicht wäre. So reicht. Vielen Dank, Enrico So, Schönberg. danke für die Einladung. Ne? Ja, vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit einem spannenden Projekt aus Zürich.